Liebe Mitglieder der Johannes Gutenberg Universität Mainz, nach nunmehr 2 Jahren pandemiebedingter Einschränkungen können wir in diesen Tagen den Lehr- und Studienbetrieb unserer Universität endlich wieder in Präsenz beginnen. Das freut uns sehr und ich heiße Sie alle herzlich willkommen auf unserem Campus. Wir haben lange darauf warten müssen, uns wieder persönlich zu begegnen, und wir hoffen sehr, dass es nicht wieder zu überraschenden Wendungen kommt, die uns zwingen, den Präsenzbetrieb wieder einzuschränken. So sehr wir stolz darauf sein dürfen, wie wir die Bedingungen der Pandemie im Interesse unserer Studierenden gemeistert haben, oft mit übergroßem persönlichen Einsatz aller Beteiligten, so sehr haben wir doch auch alle miteinander die persönlichen Begegnungen vermisst. Die Pandemie ist allerdings noch nicht vorbei. Mehrere hundert Todesfälle pro Tag legen trauriges Zeugnis davon ab. Nach wie vor sind unsere Kliniken durch eine hohe Zahl von Corona-PatientInnen belastet und der Krankenstand im ärztlichen und im Pflegepersonal stellt eine große Herausforderung dar. Das Präsidium hat aus diesem Grund beschlossen, in Anwendung des Hausrechts die Maskenpflicht in den Gebäuden der Universität aufrechtzuerhalten, wo immer dies möglich ist. Wir wollen auf diese Weise unseren Teil dazu beitragen, die Lage weiter zu entspannen und insbesondere die Risikogruppen zu schützen. Auch in unseren Fachbereichen, den zentralen Einrichtungen und der zentralen Verwaltung besteht weiterhin ein hoher Corona-bedingter Krankenstand. Wenn das eine oder andere in diesen Tagen nicht ganz so schnell erledigt werden kann, wie wir uns das wünschen, bitte ich um gegenseitiges Verständnis. Es ist zu hoffen, dass sich auch diese Einschränkung im Laufe des Semesters langsam bessert. Sehr betroffen macht uns alle die russische Aggression in der Ukraine, ein nunmehr schon 6 Wochen lang andauernder Krieg, den viele von uns so nicht für möglich gehalten hätten. Wir haben seit den ersten Tagen des Krieges unseren ukrainischen Studierenden und Wissenschaftlerinnen im Rahmen unserer Möglichkeiten Hilfe angeboten. An einem runden Tisch tauschen wir uns regelmäßig mit Fachleuten für die Region aus. Wenn Sie uns im Bemühen um Hilfe für die ukrainischen MitbürgerInnen unterstützen wollen, können Sie sich gerne an die Abteilung Internationales oder auch an den AStA wenden. Sie finden die notwendigen Informationen auf den entsprechenden Webseiten. Wir kümmern uns selbstverständlich auch um unsere russischen Studierenden und Gäste, die ähnlich entsetzt sind von dem, was die Regierung ihres Landes derzeit verantwortet. Eine Diskriminierung ausländischer Gäste aufgrund ihrer Staatsangehörigkeit hat an unserer Universität keinen Platz. Wir haben seit Beginn des Krieges alle institutionellen Kontakte zu russischen Partnerorganisationen auf Eis gelegt und den Zugang zu unseren Ressourcen unterbunden. Gleichzeitig nehmen wir mit großem Respekt zur Kenntnis, dass sich inzwischen mehrere tausend russische Kolleginnen und Kollegen öffentlich gegen diesen Krieg positioniert haben, unter großen Risiken für sich selbst und ihre Familien. Deshalb ermuntere ich Sie, persönliche Kontakte aufrechtzuerhalten und als Gesprächspartner auch weiterhin zur Verfügung zu stehen. Es ist davon auszugehen, dass viele Betroffene sowohl aus der Ukraine wie auch aus Russland zukünftig unsere Hilfe und Gastfreundschaft brauchen werden, wenn ihnen das wissenschaftliche Arbeiten in ihrem Heimatland nicht mehr möglich sein sollte. Ein ganz unbeschwerter Start in das erste Präsenzsemester seit 2 Jahren ist uns in diesen Zeiten nicht möglich. Trotzdem ist es ein großer Gewinn, dass wir uns nun auf dem Campus wieder persönlich begegnen können. Lassen Sie uns eine solidarische akademische Gemeinschaft sein, die zusammen das Beste ermöglicht für unsere Studierenden und für unsere Gäste aus der ganzen Welt.